der Typ mit dem Nudelsieb. Das ist der Führerschein. Es gibt ihn wirklich. Ich möchte jetzt ein bisschen erzählen, wie die ganze Sache abgelaufen ist, mit diesem Nudelsieb aufsetzen, Führerschein bekommen und so weiter. Und wahrscheinlich, was in diesem Zusammenhang interessanter ist, was meine Motivlage dahinter ist und wie man überhaupt in eine Situation kommt, so etwas auszulösen. Denn ich behaupte, das Ganze ist nicht zufällig passiert, aber ich kann es natürlich nicht beweisen. So, ich klicke, es tut, ja, ich habe den Vortrag Pastor Propaganda genannt, weil, ja, wegen der Pasta halt. Ein bisschen noch zu dem, was ich abseits meines liebsten Hobbys, der Trennung von Staat und Religion, noch so tue, womit ich meine täglichen Kohlenhydrate verdiene. Ich bin Geschäftsführer von Superfy, ist eine kleine Unternehmensgruppe, die im Bereich Kreativagentur, Software, Webentwicklung und Medienhaus tätig ist. Und ich bin nebenbei auch Herausgeber der österreichischen Ausgabe des Vice Magazine und damit belästige ich Sie auch nicht mehr weiter mit Werbeeinschaltungen und erzähle jetzt im ersten Schritt einmal, wie die Geschichte mit diesem Führerschein funktioniert hat. Das ist der Mann, dem ich alles zu verdanken habe, Hubert, the world is too small, Gorbach, der als damaliger zuständiger Minister diese Broschüre herausgegeben hat, die ein paar Richtlinien für Führerscheinfotos festgelegt hat. Und ich wollte mir 2007, 2008 so einen neuen praktischen Scheckkartenführerschein holen und bin auf die Bundespolizeidirektion in Wien gegangen, habe diesen Folder gesehen, habe ihn aufmerksam gelesen als braver Bürger. Da ist mir ins Auge gestochen, dass Hüte auf Führerscheinbildern nichts verloren haben, mit einer Ausnahme, religiöse Gründe. Gut, als Atheist oder Konfessionsfreier tue ich mir ein bisschen schwer, einen religiösen Grund geltend zu machen. Andererseits kann man das natürlich auch so interpretieren, dass man nicht selbst gläubig sein muss. Also man kann auch sozusagen als Nichtgläubiger einen religiösen Grund geltend machen. Aber diesen Umweg musste ich ja gar nicht gehen. Ich bin ja ein bekennender Gläubiger der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters, ein sogenannter Pastafari. Und ich zahle demjenigen $1 Million aus, sofort, der beweisen kann, dass Jesus nicht der Sohn des fliegenden Spaghetti-Monsters ist. Jedenfalls war mir das Nudelsieb ist mir als die passende Kopfbedeckung erschienen für diese Religion. Und ich habe das nächstbeste Produkt von Ikea genommen, mir auf den Kopf gesetzt, ein paar Fotos damit gemacht und bin aufs Verkehrsamt gegangen, um so meinen Führerschein zu beantragen. Ich habe natürlich das Nudelsieb während dieser Zeit auf dem Kopf getragen. Ich wollte den Beamten ja nicht in die Irre führen oder die Beamten. Der hat vergleichenderweise mein Gesicht, dieses Foto gesehen, hat mich nicht gefragt, warum ich das auf dem Kopf habe, hat meinen Antrag wortkarg entgegengenommen und hat mir allerdings 10 Minuten später, nachdem ich das Gebäude verlassen habe, angerufen und hat gemeint, na, mit dem Foto stimmt das nicht, Sie haben da was am Kopf. Ich habe gesagt, ja, das trage ich aus religiösen Gründen. Er hat gesagt, das geht nicht. Ich habe gesagt, na gut, dann schicken Sie mir das bitte schriftlich, dass das nicht geht und dann können wir drüber reden. Stattdessen habe ich eine Vorladung zur Amtsärztin bekommen, die mich gefragt hat, warum ich das eigentlich mache. Ich habe ihr erklärt, was ich so in meiner Freizeit tue, so mit Trennung und Staat und Religion. Sie hat gesagt, das findet sie super, also sie ist auch Atheistin. Sie hat sofort angerufen und gesagt, na, mit dem Alm ist alles in Ordnung, dem können Sie seinen Führerschein ausstellen. Das war ungefähr im Frühjahr 2009. Ich habe dann gedacht, super, jetzt kriege ich meinen Führerschein zugeschickt. Stattdessen habe ich eine Reihe von weiteren Schriftstücken bekommen vom Verkehrsamt, dass mit dem Foto etwas nicht passt, dass ich vorbeikommen möge und so weiter. Das habe ich alles geflissentlich ignoriert. Und tatsächlich ist ein halbes Jahr später einfach dieser Führerschein ausgestellt worden, 2009. Das wusste ich allerdings nicht, weil ich war sozusagen in der Hohlschuld. Ich musste dorthin gehen und dieses Ding abholen. Was ich nicht getan habe bis 2011. Und wie es in Österreich so ist, man kennt jemanden, der dort arbeitet, beziehungsweise dessen Onkel dort arbeitet, der hat gesagt, der Führerschein ist schon längst fertig, kannst du holen. Habe ich gemacht. Habe einen Blogpost verfasst, am selben Tag noch mit diesem Bild und irgendjemand von der APA hat meinen Blog gelesen, hat mir angerufen, hat gemeint, dürfen wir dieses Bild ausschicken? Ich habe gesagt, nur zu und dann hatte ich die Kontrolle über die Sache sozusagen verloren, die ich ohnehin nie hatte. Diese Geschichte ist dann von allen möglichen Medien aufgegriffen worden. Ich habe am selben Tag noch Interviews mit dem ORF gehabt, am darauffolgenden Tag mit mehr oder weniger allen großen deutschen Medien und ich glaube mit allen österreichischen Medien. Und dann ist es international weitergegangen, sodass ich in der darauffolgenden Woche ca. 50 Interviews für TV, Radio und so weiter geben musste. Ein paar freundliche Pastafaris aus aller Welt haben mir diese Clippings auch geschickt, die da natürlich nicht in vollem Umfang
zeigen kann. Es hat es auch bis in den Rolling Stone geschafft, was mich besonders freut. Und am allermeisten zur Verbreitung beigetragen hat sicher dieser Online-Artikel auf der Website der BBC, wo ich außerdem bei BBC World Live Radio zu Gast war in einem kurzen Beitrag und ein zweites Mal dann auch noch vom BBC interviewt worden bin. Ich behaupte, dass es in Österreich fast niemanden gibt, der die Geschichte nicht gehört hat. Zumindest werde ich von allen Menschen, die mich kennen oder auch nicht kennen, sofort damit in Verbindung gebracht. Zahlen, die das belegen, zum Beispiel von der Standard.at, von allen Geschichten letzten Jahres war die Nudelsieb-Geschichte nach Fukushima die am zweitmeisten gelesene. Also wenn man das vergleicht mit zum Beispiel Breivik in Norwegen, christlicher Fundamentalist, Massenmord und so weiter, nicht so stark rezipiert wie ich, Atheist, Nudelsieb auf dem Kopf. Aber ich will damit überhaupt nichts sagen. Mein Führerscheinbild ist übrigens auch zu so etwas wie einem Symbolfoto geworden, wenn der ORF nämlich eine Geschichte bringt, die irgendwie mit Führerscheinen zu tun hat und vielleicht auch gar nicht mit Nudelsieben, dann wird trotzdem mein Führerschein verwendet. Ich warte nur darauf, dass das auch mit Nudelsieben gelingt, wenn es dann mal Nudelsieb-Geschichten gibt. Zum Thema Bewegung. Das Ganze ist natürlich auch in Social Media, Facebook, Twitter und so weiter, sehr stark aufgenommen worden. Der Führerschein ist mir am 12. Oktober 2009 ausgestellt worden und irgendjemand hat auf Facebook auf einmal ein Event gepostet, ein Pastafarian International Headgear Day, der auch am 12. Oktober 2011 dann stattgefunden hat. Mir war das gar nicht bewusst, wie bedeutungsträchtig dieses Datum ist, bis ich dann die Menschen, die dieses Event angelegt haben, gefragt habe, was da eigentlich los ist, die mir darüber aufgeklärt haben. Und die haben eben dazu aufgerufen, dass man an diesem Tag ein Foto mit Nudelsieb auf dem Kopf auf Facebook postet. Fast 2000 Menschen haben an diesem Event teilgenommen und ich weiß ganz genau, wie meine Fans auf Facebook aussehen. Jetzt ist es natürlich so, dass ich nicht einfach irgendetwas auf dem Kopf hatte, sondern damit war schon auch ein politisches Anliegen von mir verbunden und dieses politische Anliegen wurde auch durch diese Leute geteilt und um das ein bisschen näher zu erläutern, möchte ich kurz erzählen, was mich in dieser Sache bewegt. Also das soll jetzt auch keine politische Propaganda sein, aber das ist eine inhaltliche Herleitung zu den Hintergründen bzw. zu meiner Geschichte, warum ich dann auch glaube, dass so etwas wie mit diesem Nudelsieb-Führerschein überhaupt funktionieren kann. Generell geht es um das Thema Trennung von Staat und Religionsfreiheit, wo ich ein gewisses Problem sehe, dass Religionsfreiheit eben zu Sonderrechten führt, weil nämlich im Sinne der Gleichheit vor dem Gesetz aller Religionsfreiheit sehr oft drüber gestellt wird, was in meinen Augen falsch ist. Also es gibt gewisse Ausnahmen aus dieser Gleichheit, die mit Religion begründet werden. Und die Begründung mit Religion ist ein bisschen problematisch, weil es gibt natürlich Ausnahmen, die gerechtfertigt sind, die eine sachliche Grundlage haben. Also wenn wir an Gesetze für behinderte Menschen denken, dann gibt es eine sachliche Grundlage, warum ich hier eine Ausnahme schaffe, ja? Behindertenparkplätze etc. Bei Religion habe ich eigentlich nur Heiligkeit als Begründung. Irgendwelche Handlungen, Dinge, Rituale, Menschen werden als heilig erklärt und bekommen deswegen Privilegien, die andere nicht haben. Zum Beispiel Schächten in Bayern. Das betäubungsfreie Schächten ist laut Tierschutzgesetz in Bayern nicht erlaubt, es sei denn, man ist Mitglied einer Religionsgesellschaft, die betäubungsfrei schächten will, dann darf man das doch. Alle anderen dürfen das nicht. Das Problem ist hier nicht das Verlangen dieser Sonderrechte, sondern dass diese Sonderrechte nicht allen gleichermaßen gewährt werden. Das ist das Problem, das ich damit habe, kurz zusammengefasst. Und da gibt es natürlich noch sehr viel mehr Beispiele, zum Beispiel das Tragen von Dolchen für Sikhs, die wiederum nur die tragen dürfen, zum Beispiel in kanadischen Schulen oder auch in Flugzeugen. Dazu gehören aber natürlich auch die Kreuze in den Klassenzimmern. Weil, und hier ist das Problem nicht, oder schon auch, dass das Kreuz in einem Klassenzimmer hängt, aber das eigentliche Problem ist der Zwang, dieser Kreuzzwang. Mit mehr als der Hälfte der Kinder, wenn mehr als die Hälfte der Kinder christlichen Glaubens sind, dann muss ein Kreuz in einem Klassenzimmer hängen. Und diese organisierte Form des Missbrauchs der Religionsfreiheit ist natürlich etwas, was
der organisierten Religion, wo die organisierte Religion eine Meisterin in dieser Sache ist, allerdings natürlich auch einen Bündnispartner in dieser Sache braucht, und das ist der Staat. Religion und Staat gehen hier eine Symbiose ein, um gegenseitig durch das Gewähren von Privilegien und Sonderrechten natürlich gewisse Zugeständnisse abzuringen. Wir sind deswegen in Österreich in einer Form des synkretistischen Staates, wie ich nenne, wo einige Religionsgesellschaften privilegiert werden und andere natürlich überhaupt keine Relevanz haben in unseren Gesetzen. Das ist eigentlich etwas, das Religionsfreiheit oder die Freiheit, seine Religion auszuüben oder seinen Nichtglauben auszuüben, einschränkt. Über die religiöse Fünf-Klassen-Gesellschaft gehe ich drüber. Wo finden diese Privilegien ihren Ausdruck? Die Frage bekomme ich immer wieder gestellt. Ich kann hier keine vollständige Liste anbieten, nur auszugsweise ein paar Dinge. Zum Beispiel das burgenländische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, wo es in einem Paragraph heißt, als staatliche Symbole sind zumindest in jedem Gruppenraum ein Kreuz sowie das Bundes- und Landeswappen und in jeder Kinderbetreuungseinrichtung ein Bild des Bundespräsidenten anzurichten, als staatliches Symbol. Das war übrigens auch die Argumentation des Verfassungsgerichtshofs in der Klage, die ein niederösterreichischer Vater gegen die Kreuze in Kindergärten eingebracht hat, wo der Verfassungsgerichtshof so argumentiert hat, dass in Österreich Religion und Staat sauber voneinander getrennt sind. Deswegen, wenn ein Kreuz in einer Schule hängt, das natürlich kein religiöses Symbol sein kann, sondern ein staatliches Symbol sein muss. Mit diesem Zirkelschluss kann man mehr oder weniger alles begründen und rechtfertigen. Es gibt neben diesen gesetzlichen Privilegien auch eine ganze Reihe von informellen Privilegien, wie das Aushändigen von Diplomatinnenpässen an alle möglichen Vertreter der Kirche. Mein Ziel sozusagen, das, was ich will, ist eine ordentliche Trennung von Staat und Religion, sprich Laizität, beziehungsweise einen agnostischen Staat, der alle Religionen gleich behandelt, keine privilegiert, keine diskriminiert. Soweit mein kleiner inhaltlicher Exkurs, wie ich zu dem komme, was ich tue. Und was tue ich eigentlich? Was habe ich getan, bis diese Geschichte mit dem Nudelsieb passiert ist? Um zu beweisen, dass ich kein Kirchenhasser bin, präsentiere ich Ihnen einen kleinen Eintrag aus einem Stammbuch eines Freundes, das hat er mir unlängst gemeldet, mein Lieblingslehrer, 3. Klasse Volksschule, Pater Johannes. Das heißt, ich habe immer ein sehr entspanntes Verhältnis zur Kirche gehabt und bin dann erst mit 18 eigentlich ausgetreten. Das Ganze hat mich nicht wirklich tangiert, bis ich im Laufe der Zeit draufgekommen bin, dass es eben hier diese Sonderrechte gibt, die mich zwar persönlich nicht betreffen, aber mich als demokratischen Menschen ziemlich stören. Als ich dann herausgefunden habe, dass es eigentlich keine Organisationen gibt, die dagegen in irgendeiner Form irgendetwas tun, habe ich beschlossen, selbst etwas zu machen und habe die Laizismus-Initiative ins Leben gerufen und mangels Budget das Ganze online durchgeführt. Ich habe einfach eine Website gebaut und dazu aufgerufen, dass sich Menschen auf dieser Website eintragen, die dieses Anliegen unterstützen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. In den ersten paar Tagen habe ich gleich ein paar hundert Einträge gehabt, unter anderem von Prominenten wie Bernd Marin, René Schröder, Heinz Oberhummer, Robert Miesig und so weiter. Und ich habe dann beschlossen, diese Menschen anzuschreiben, ob sie mich vielleicht auch in Form einer Presseaussendung unterstützen würden. Das habe ich dann getan, habe eine Presseaussendung gemacht mit diesen prominenten Namen. Das hat insofern sehr gut funktioniert, weil das auch tatsächlich aufgegriffen worden ist von einigen Medien. Die haben dann bei mir angerufen, wir hätten gerne ein Interview mit dem Bernd Marin. Habe ich gesagt, wahrheitsgemäß, das geht leider nicht, aber Sie können gerne mit mir reden. Und das habe ich dann auch einige Male gemacht und so habe ich es geschafft, in der Öffentlichkeit ein Thema zu besetzen, das vorher eigentlich für niemanden ein Anliegen war. Das heißt, im ersten Schritt habe ich es irgendwie geschafft, mich mit anderen Menschen zu vernetzen, die mich in dieser Sache unterstützt haben. Das war Anfang 2009. Ich habe dann, um das Ganze auch im Sinn von klassischer Werbung zu unterstützen, mir überlegt, was ich machen kann. Und mir war ja bekannt die atheistische Buskampagne, die in England ungefähr ein halbes Jahr vorher durchgeführt worden ist. Und mit einem Slogan, There's probably no God, auf englischen Bussen, also auf Londoner Bussen, einfach nur diesen provokanten Slogan unter die Leute gebracht hat. Jetzt wusste ich, weil das in Deutschland auch eine Gruppierung durchgeführt hat, dass das im deutschen Sprachraum eher schwierig ist. In Deutschland ist auch bei sämtlichen Verkehrsbetrieben in den deutschen Städten diese Kampagne abgelehnt worden. Und das Gleiche hoffte ich auch, dass in Österreich passiert. Und das ist auch tatsächlich eingetreten. Also ich habe das dann
übersetzt und versucht in allen möglichen danke für das Lachen. Also wie man an dem rechten Sujet sieht, war es mir auch wichtig zu kommunizieren, dass das Anliegen jetzt nicht allzu harsch verstanden werden sollte, sondern auch eine gewisse humoristische Komponente auch beinhalten könnte. Jedenfalls habe ich versucht, das auf Verkehrsmitteln der österreichischen Landeshauptstädte beziehungsweise auch in Wien zu platzieren, mit der zum Glück erfolgten Absage, die es mir dann ermöglicht hat, natürlich mich medial zu echauffieren, was für ein Skandal das ist, dass ich das nicht auf Bussen plakatieren kann, was Besseres hätte mir nicht passieren können. Ich bin damit im Prinzip in alle Boulevardmedien, aber auch seriöse Medien reingekommen, vom Club 2 bis zum Falter Österreich. Heute war alles dabei. Das Heute hat die Geschichte 5 Tage in Folge gebracht, davon zweimal auf der Titelseite. Sie können sich vorstellen, welchen Mediawert das gehabt hat. Übrigens auch da 2009 praktisch ins Sommerloch hineingestoßen. Das war auch Juli 2009, die Führerscheingeschichte war im Juli 2011, war auch die zweitmeist geklickte Geschichte und zweitmeist kommentierte Geschichte in der Standard.at in diesem Jahr. Ich habe dann 2010 versucht, die Buskampagne einen Schritt weiter zu drehen und das Anliegen etwas zu versachlichen. Da geht es um Religionsmündigkeit und Wahlfreiheit für Kinder in diesem Alter. Das hat zugegebenermaßen gar nicht funktioniert. Also da ist das provozierende Momentum, um ein Wort aus dem letzten Vortrag zu verwenden, das war einfach in dieser Kampagne nicht drinnen und deswegen ist das auch nicht wirklich weiter kommuniziert worden. In weiterer Folge bin ich dann von den Organisatoren des Volksbegehrens gegen Kirchenprivilegien, wo noch immer unterschrieben werden kann, eingeladen worden mitzumachen, weil die natürlich auch erkannt haben, dass da jemand ist, der in ähnlicher Art und Weise gegen die Dinge, die ihn stören, vorgehen. Also es gab dann tatsächlich so eine Gruppierung, die in ähnlicher Form politisch aktiv war. Was mir natürlich weiter in diesem Themengebiet sozusagen medial platziert hat. Und im nächsten Schritt, um die Kirche des Fliegenden Spaghetti-Monster auch als religiöse Bekenntnisgemeinschaft zu etablieren, sind wir gerade dabei, die letzten Unterschriften zu sammeln, die dieses möglich machen. 300 braucht man dafür, also wenn jemand unterschreiben will, bitte gerne. Der nächste Sommer kommt bestimmt und vielleicht haben wir es ja im Juli beieinander und schauen, was passiert. Ein bisschen was, also ich hoffe, ich habe jetzt ungefähr die Zusammenhänge klar machen können, was die politische und die persönliche Motivlage hinter meiner Handlung war und wie ich versucht habe, hier Kommunikationskanäle mit äußerst begrenztem Budget auszunützen. Ein paar Dinge habe ich Ihnen unterschlagen, die ich Ihnen jetzt gern zeigen will, die ein bisschen Beleg dafür sind, dass diese Führerscheingeschichte nicht ganz aus heiterem Himmel passiert ist. Ich habe nämlich den Ton braucht man nicht hören, das ist auch gut so, ich habe nämlich zum Antrag, bei der Antragstellung, habe ich nämlich schon ATV eingeladen, die Geschichte zu filmen und hatte schon so ein bisschen im Hinterkopf, wenn das etwas wird, dann wäre es nicht schlecht, davon Videomaterial zu haben. Deswegen gibt es dieses mit verdeckter Kamera gefilmte Video, das in Wirklichkeit ein Stückchen länger ist. Ich habe auch einen Tag, nachdem das Ganze passiert ist, eine Pressekonferenz einberufen, die mir dazu Gelegenheit gegeben hat, die Motivlage dahinter zu erklären, was absolut notwendig war, was auch dazu geführt hat, dass alle Boulevardmedien auch den Hintergrund mitkommuniziert haben. Also es war beileibe nicht so, dass ein Heute oder eine Kronenzeitung nicht verstanden hätten, warum ich das Ganze gemacht habe und sie haben es brav auch transportiert. Um ein paar Zahlen nachzuschieben, die natürlich im Zusammenhang mit Obama, Greenpeace und so weiter äußerst bescheiden sind, aber für diejenigen, die mit Social Media ein bisschen was zu tun haben, vielleicht reflektieren, wie erfolgreich das war, möchte ich da kurz wiedergeben, was mir das Ganze gebracht hat in der Vergrößerung des eigenen Netzwerks. Ad hoc 500 Twitter-Followers mehr, ca. 1000 Facebook-Freunde mehr. Ich habe auch eine Facebook-Fanpage angelegt.
die jetzt auch schon über 3000 Fans hat. Auf meinen Blogpost, auf mein Originales, habe ich in 2 Tagen 60.000 Page-Impressions gehabt. Das ist für einen Blog irrsinnig viel. Ich meine, für einen Artikel in einem Online-Medium wahrscheinlich nicht. Dazu muss man aber auch sagen, dass dieser Blogpost praktisch nicht verlinkt worden ist. Also der BBC oder auch österreichische Medien haben keinen Link zu meinem Blog angeboten. Und der Artikel auf BBC, SEO UK, ist mittlerweile über 180.000 Mal weiterverbreitet worden. Das heißt, ein sehr Vielfaches davon gesehen worden. Was lernen wir daraus? Ah ja, genau. Ich wollte ja noch etwas Edukatives nachschieben. Und zwar, was ich daraus gelernt habe, ist, das Anliegen, das ich vertrete, ist ja gut und schön. Das machen mittlerweile auch mehr Menschen. Aber ich habe sehr stark gemerkt in den letzten 2, 3 Jahren, dass das Ganze sehr stark mit meiner Person auch verbunden ist. Also den größten Zuspruch, den größten messbaren Erfolg habe ich darin, dass möglichst viel, also dass sehr viele Menschen mir versuchen, auf direktem Wege mitzuverfolgen, was ich in dieser Sache mache. Also da ist zum Beispiel ein Anstieg in den Twitter-Followers zu sehen, 2009 nach dieser Buskampagne, ein sehr steiler Sprung, und das Ganze ist mir mit der Führerscheingeschichte 2011 natürlich auch gelungen, was mir zu meiner Lieblingsaussage im Zusammenhang mit Social Media bringt, weil wir bei Social Media natürlich immer nur an die technische Infrastruktur von Social Media denken, nämlich Facebook, Twitter etc. Es aber tatsächlich so ist, dass natürlich die Menschen die Medien in Social Media sind. Und das ist etwas, was, wenn wir über politische Kampagnen reden, die Politik daraus lernen muss. Noch ein paar Zahlen, um das zu illustrieren. Mein Unternehmen gibt auch ein Ranking heraus, das Social Media Ranking, wo wir österreichische Marken, Personen, Unternehmen und so weiter nach ihrer Aktivität in Social Media rein. Und wir sehen hier eine Zusammenschau aller Marken auf den ersteren Plätzen, und dafür birgt sich auch ein Politiker unter den Top 10, der in allen diesen Rankings immer sehr, sehr weit vorne ist. Wenn man das Ganze nach politischen Personen auch reiht und Sie sich die Zahl, diesen Score ansehen, sehen Sie, dass HC Strache sehr weit vor allen anderen ist. Danach Heinz Fischer, Sebastian Kurz und dann schon Feimann, Pilz, Kogler, die in Wirklichkeit schon gar nicht mehr so viel machen. Das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, dass man als politischer Mensch diesen direkten Kontakt in irgendeiner Form suchen muss. Und wenn man nicht jeden Tag in die Disco gehen kann, dann muss man wahrscheinlich auch versuchen, diese sozialen Medien in einer technisch vermittelten Form für sich anzunehmen. Und ich möchte wirklich keine Werbung für diesen Herrn machen. Das Ganze noch ein bisschen sortenreiner als das Social Media Ranking liefert das Social Media Radar, der Twitter-Accounts nach Zahl der Followers in Österreich reiht. Und auch da sehen wir, dass politische Journalisten, Medien, aber auch einzelne Politiker in diesen Rankings immer sehr, sehr weit vorne liegen. Zum Abschluss möchte ich noch, weil das gut zum Thema passt, ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Wir führen gerade eine Studie durch mit dem Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften, Julian Ausserhofer, Axel Gittenberger und Axel Mayräder, wo die österreichische Twitter-Szene untersucht wird. Und hier werden Accounts von den 400 aktivsten österreichischen Twitter-Users analysiert. Der Beobachtungszeitraum lief über 3 Wochen im Oktober, wo alle Tweets aufgezeichnet worden sind, und daraus hat sich diese Netzwerkgrafik ergeben, wo wir sehen, welche Personen eben besonders aktiv sind und wie sie untereinander vernetzt sind. Leider, und das ist jetzt Glück und Pech zugleich, ist genau die Werner Fellmann-Geschichte in diesen 3 Wochen losgegangen, der sich als Thema und als virtuelle Person hier in das Zentrum dieses Netzwerks reinkatapultiert hat und das Ganze nicht ganz im Sinn der Auswertung verzerrt hat. Wenn wir da ein Stück reinzoomen, sehen wir da die aktivsten Menschen auf Twitter im politischen Bereich. Es gibt noch diverse Detailauswertungen und Netzwerkgrafiken dazu. Eine möchte ich hier an dieser Stelle herzeigen. Das sind die Politiker bzw. politischen Mitarbeiter der einzelnen Parteien, die stark auf Twitter aktiv sind, und die sind natürlich auch in Parteifarben gefärbt, und wir sehen, dass hier eine Partei besonders dominant ist. Die ÖVP ist hier in
weiß statt in schwarz, deswegen schlecht erkennbar bei diesem sehr kontrastreichen Bildschirm. Aber auch das BZÖ ist da ganz gut dabei. Ich will das an dieser Stelle auch gar nicht interpretieren. Ich glaube, die Schlüsse sind sehr leicht zu ziehen. Diese Studie wird im April präsentiert werden und wenn Sie mich weiter verfolgen auf den entsprechenden Kanälen, dann werden Sie sicher auch leicht mitbekommen, wo das sein wird. Damit bin ich am Ende dieser Präsentation und gebe mich für Fragen frei.